Einen wunderschönen guten Abend diesmal. Ja, das Licht ist etwas crappy, deswegen muss ich ein wenig improvisieren. Ja, heute ist mal zu Abend des Tages und es ist mal wieder Zeit für Japan-Fakten, denn Japan-Fakten gehen immer. So gesehen habe ich euch eigentlich schon so krass zugetextet mit Japan-Fakten, aber es gibt einfach so wahnsinnig viel. Ich meine, Fakten, 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 jeden verdammten Tag. Aber egal, genug der Vorrede, los geht's. Im Stadtteil Kichijoji gibt es einen See. Dieser ist angeblich nicht so geeignet für Paare, denn es gibt einen Aberglauben, der besagt, wenn Paare auf diesem See in einem Tretboot fahren, hält die Beziehung nicht lange. Also haltet euch von diesem See fern. Schockierende Tatsachen. Dieser Kollege hier ist gar kein Produkt eines Japaners. Nein, er wurde von einem Koreaner erfunden. Ich glaube, er hieß Kim irgendwie, sonst was. Ich glaube, ich muss den Namen nochmal einfügen und googeln und ich habe ihn nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall dachte ich ständig, dieses Viech würde aus Japan kommen. Tut es eigentlich auch, aber nein, Mameshiba ist ein kleiner Koreaner. Mega Donkey ist ein super toller Supermarkt, der in den meisten Fällen bis 3 Uhr nachts auf hat. Wahnsinnig praktisch. Die meisten Leute, die bis spät arbeiten, gehen dementsprechend auch spät einkaufen. Es gibt dort verschiedene frische Theken. Was ich besonders cool finde, ist die Tatsache, wenn dort zum Beispiel Sushi etwas länger steht, dass sie die Preise dementsprechend dann runtersetzen. Okay, diesen Punkt muss ich echt nochmal genauer nachschauen. Ich habe es nur hier des Öfteren gehört. Also dementsprechend ist es eine 50-50 Aussage, die eventuell richtig ist. Ich glaube, hier in Japan ist es so, dass Braut und Bräutigam das Brautkleid gemeinsam aussuchen. Wer es genauer weiß, kann es auch gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal echt interessieren. Halloween ist nicht ein Tag. In Japan ist es eine komplette Season. Überall ist alles geschmückt und Kinder laufen rum und alles ist voller Halloween-Stuff und es ist eigentlich wie in Amerika, nur halt mit Asiaten überall. Was auch total niedlich ist, das ist mir hier auch im Mega Donkey aufgefallen. Die Kassierer sind auch alle verkleidet und es ist so niedlich. Sie haben kleine Hütchen auf oder Hörnchen oder Katzenohren und es ist so adorable. Es ist so niedlich. Können Sie das nicht jeden Tag tragen? Es ist echt süß. Nun ein Faktum für die holde Weiblichkeit. Die Männer können mal kurz weghören. Was wahnsinnig praktisch ist für uns Weiber, die hier neu zuziehen und vielleicht nicht gerade direkt sofort alle Kanji können. Und wir uns in der Mitte des Monats befinden, das heißt Mitte des Monats, Blödsinn, zur Zeit des Monats befinden, wo unsere monatliche Weiblichkeit stattfindet. Es gibt in einigen Supermärkten Samples von Binden, die rumhängen, damit man auch weiß, was in den Päckchen so drin ist, wenn man das nicht unbedingt lesen kann. Das ist wahnsinnig praktisch. Oh mein Gott, ich bin eigentlich so total raus aus diesen ganzen Sachen, aber in Deutschland war es zumindest immer so, dass man bei Yaoi-Sachen doch ständig Uke und Seime gesagt hat. Hier ist das irgendwie nicht so der Fall. Der Seime wird hier Tachi genannt und der Uke, finde ich eigentlich echt niedlicher, wird als Neko betitelt. Eine Sache, die ich sehr oft gefragt werde und bei der ich immer wieder sage, Leute, es ist echt hart, Vegetarier oder Veganer in Japan. Und ich sage es nochmal, es ist hart. Es wird so viel mit Fischfond gekocht und überhaupt und Bonito-Flocken hier, Fischzusatz dort. Es ist echt für Vegetarier hart. Es gibt vereinzelt Restaurants. Ich habe in Kyoto 1 gesehen, in einer Shotenga, in einer Einkaufsstraße, was wirklich nur vegetarische Gerichte hatte. Und der Rest ist eher, esst das Fleisch, es schmeckt so gut, ihr verpasst was.
Wenn man schwanger ist, bekommt man in Japan scheinbar so einen kleinen süßen Anhänger oder so einen Button mit einem Zeichen, dass Leute in der U-Bahn oder in der Bahn generell sehen, dass man ja ein kleines Kind in sich trägt und dementsprechend dann Platz macht, wenn es im Zug etwas voller sein sollte. Boah, eigentlich wollte ich das schon wesentlich früher irgendwie erzählen. Letztens ist es passiert. Grape-kun ist gestorben. Wer ist Grape-kun? In einem Zoo gab es einen Pinguin, der von einer, wie hieß sie, Midori-chan sitzen gelassen wurde, die sich für einen anderen Pinguin interessiert hat, und dementsprechend war Grape-kun sehr alleine. In diesem Gehege wurde dann ein Kemono Friends Aufsteller hingestellt, von einer Pinguindame, die, wie hieß sie, Fururu oder so? Ja, dementsprechend, egal, hat sich Grape-kun in diesen Pappaufsteller verliebt, und diese Story ist einfach so zuckersüß und ging so durch die Medien, und ich habe es auch überall auf Twitter gesehen und verfolgt, und es war einfach herzzerreißend. Und während dem Taifun wurde dieser Pappaufsteller halt, ja, an die Seite gestellt, und Grape-kuns Herz war gebrochen, weil er nicht bei seinem Pappaufsteller sein konnte, und ja, leider ist der gute Grape-kun letztens von uns gegangen. Ruhe in Frieden, kleiner Grape-kun. Wer schon mal in Japan war, dem ist vielleicht aufgefallen, dass es hier gang und gäbe ist, dass, wenn man etwas einkauft, es zigtausend und dreifach eingepackt wird. In Deutschland ist es eigentlich immer im Verruf, wenn man etwas älter ist und immer noch bei Mama und Papa wohnt, dann heißt es, oh, du Nesthocker, oh, Muttersöhnchen oder sonstiges. Hier in Japan ist es allerdings relativ normal, dass die Kinder auch im älteren Alter immer noch bei Mama und Papa wohnen und sie unterstützen. Ich muss auch sagen, ich finde es eigentlich sehr schön, denn es ist ja eine schöne Bindung zu den Eltern. Es ist hier in keinster Weise irgendwie negativ aufgefasst. Also komplett anders als in Deutschland. In Shibuya gibt es ein Restaurant, ein Fischrestaurant, in dem man seinen Fisch selber angeln kann und dementsprechend dann auch verspeisen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt noch irgendwas vergessen. Fakten auf meinem Zettel. Naja, jedenfalls, ich wärme mich hier noch jetzt ein bisschen weiter in meinem Kotatsu auf, was einfach heilig ist. Und ich sollte mal wieder etwas anderes thematisch machen. Ich mache wahnsinnig viele Fakten momentan. Sorry deswegen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, und bis zum nächsten Video. Wer hier schon mal zu Besuch war wer schon mal in Japan war, in Japan, ich bin auch immer in Japan. Egal. Gab's noch irgendwas? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendetwas vergessen.